Die KI-Entwicklung schreitet immer schneller voran. Wir haben große Neuigkeiten von Meta mit dem neuen Modell Llama 4, KI-Avatare der nächsten Generation. Wir haben einen neuen Videogenerator, der blitzschnell ist und eine erstaunliche Qualität bietet. Wir haben einen Open-Source KI-Bildgenerator, der Infografiken mit Text erstellen kann, ähnlich wie das neue KI-Bildgenerator-Tool von OpenAI. Und wir haben eine KI, die es ermöglicht, super realistische Fotos von jeder Referenzperson zu erstellen. Das und mehr in diesem Video. Mark Zuckerbergs Meta hat Llama 4 veröffentlicht. Es repräsentiert die neueste Generation von Metas KI-Sprachmodellen und setzt neue Maßstäbe in der künstlichen Intelligenz. Es handelt sich um ein multimodales Modell, das in der Lage ist, Text, Bilder, Audio und Videos gleichzeitig zu analysieren. Eine bemerkenswerte Eigenschaft von Llama 4 ist seine Architektur, die nur für die eine Aufgabe relevanten Teile des Modells aktiviert, ein sogenanntes Mixture of Experts. Dies steigert die Effizienz und reduziert den Bedarf an Rechenleistung, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Das Modell gibt es in 3 verschiedenen Varianten: Behemoth, Maverick und Scout, wobei das stärkste Modell Behemoth noch nicht fertig entwickelt wurde. Das schwächste dieser Modelle, Llama 4 Scout, bietet ein Kontextfenster von bis zu 10 Millionen Token. Llama 4 ist unter einer speziellen Meta-Lizenz verfügbar und kann kostenlos genutzt werden, wobei es jedoch Einschränkungen bei der kommerziellen Nutzung durch große Unternehmen gibt. In Benchmarks wie logischem Denken und Programmierung übertrifft es Modelle wie GPT-4o und Gemini 2.0. So zumindest die Theorie, denn kurz nach der Veröffentlichung kam heraus, dass das Modell für die Benchmark-Tests optimiert wurde und es deshalb nicht so gut ist wie behauptet. Aus diesem Grund kann man keine endgültige Aussage über die Fähigkeiten von Llama 4 sagen, denn das leistungsstärkste Modell befindet sich noch in der Entwicklung und soll mit fast 2 Billionen Parametern das leistungsstärkste Modell werden. Es bleibt abzuwarten, wie gut es tatsächlich sein wird. Als nächstes haben wir einen Open Source Videogenerator. Er heißt ACC Video, was für Accelerating Video Diffusion Model steht. Und dieses ist 8,5 Mal schneller als Hunyan Video, das bereits einer der führenden Videogeneratoren ist. Es ist also wahnsinnig schnell und perfekt für die lokale Videoproduktion geeignet. Und es schafft das mit einer neuen effizienten Architektur, die wir gleich besprechen werden. Aber zuerst schauen wir uns einige Demos an. Hier sind einige Videos, die 1280 x 720 Pixel groß sind und 24 Bilder pro Sekunde haben. Dies ist der klassische Zora Tokyo Lady Prompt. Der Prompt lautet: Eine stilvolle Frau geht eine Straße in Tokio entlang. Sie trägt eine schwarze Lederjacke, ein langes rotes Kleid. Und hier ist das Ergebnis. Es gibt keine Artefakte oder ähnliches. Die Menschen, die im Hintergrund laufen, verformen sich nicht und verschwinden nicht magisch. Dies ist eine gute und ziemlich gelungene Generation. Hier ist ein weiteres Beispiel. Dies ist eine extreme Nahaufnahme eines grauhaarigen Mannes mit Bart in seinen 60ern und so weiter und so weiter. Und hier ist die Generation super realistisch, sehr detailliert und es ist schwer, irgendwelche Fehler zu finden. Hier ist noch ein kniffligerer Prompt. Ein mittelalter, trauriger, glatzköpfiger Mann wird glücklich, als ihm plötzlich eine Perücke aus lockigem Haar und eine Sonnenbrille auf den Kopf fallen. Und tatsächlich verwandelt er sich von traurig in eine, Art glücklich, wenn die Perücke auf den Kopf fällt. Also das sieht schon relativ realistisch aus. Hier sind einige riesige, wollige Mammuts, die durch eine verschneite Wiese schreiten und wieder sieht das von wirklich guter Qualität aus. Hier hebt ein Mädchen ihre linke Hand, um ihren lächelnden Mund zu bedecken. Der einzige Fehler hier ist, dass es nicht ihre linke Hand ist, aber ihre Hand bedeckt ihren lächelnden Mund. Hier ist ein weiteres Beispiel, bei dem Hundewelpen im Schnee spielen. Das sieht auch ziemlich gut aus. Hier ist ein weiterer klassischer Zora Prompt. Die Kamera folgt einem weißen Vintage-SUV mit einem schwarzen Dachgepäckträger, während er eine steile Schotterstraße hinauffährt. Hier ist ein weiteres Beispiel, bei dem ein Mann ein Instrument spielt und singt. Hier ist noch ein Beispiel von einem Snowboardfahrer. Und ja, es sind ziemlich viele Videobeispiele, die könnt ihr euch gerne auf deren Webseite anschauen. Ich werde es unten verlinken.
verlinken in der Beschreibung. Wie funktioniert das Ganze? Also wie kann es Videos von so guter Qualität erzeugen und dabei 8,5 Mal schneller sein als HunYen? Hier ist die Methode. Es lernt zuerst von einem vortrainierten oder bestehenden Videomodell und dieses Modell durchläuft mehrere Schritte, um ein Video zu erzeugen. Für alle Diffusionsmodelle, die Bild- und Videogeneratoren umfassen, beginnt sie im Grunde mit einem Rahmen aus latentem Rauschen, der so aussieht, und dann wird bei jedem Schritt etwas von diesem Rauschen entfernt, bis schließlich das endgültige Bild oder der Videorahmen entsteht. Bei den meisten dieser führenden Videogeneratoren sind mehrere Schritte erforderlich, um genügend Rauschen zu entfernen, damit tatsächlich ein klares Video entsteht. Dieses neue Modell betrachtet im Grunde alle Schritte dieses bestehenden Modells und kann so den ersten und den letzten Schritt des Generierungsprozesses sehen. Dann lernt es einfach, all diese Zwischenschritte zu überspringen und das Video vom ersten bis zum letzten Schritt zu erzeugen. Dies wird als trajektorbasierte Few-Step-Guidance bezeichnet, bei der dieses neue Modell darauf trainiert wird, im Grunde alle Schritte in der Mitte zu überspringen. Jedenfalls, wenn du zum Anfang der Seite scrollst, ist die gute Nachricht, dass die Modelle bereits zum Download bereitstehen. Sie sind über diesen Hugging Face Link verfügbar und wenn du auf dieses GitHub Repo klickst, findest du alle Anweisungen, wie du es installieren und lokal auf deinem Computer ausführen kannst. Als nächstes haben wir dieses nützliche Tool. Es heißt Infinite U von ByteDance und kann Bilder von jeder Person nur anhand einer einzigen Referenzfotografie erstellen und das sehr genau. Hier sind einige Beispiele. Wenn du dieses Fotos einer Frau eingibst und dann einen Bildgenerator namens Flux verwendest, kannst du mit diesem Tool jedes beliebige Foto dieser Frau erzeugen. Und beachte, dass all diese Bilder der Frau im ursprünglichen Referenzbild sehr ähneln. Dasselbe mit diesem Beispiel. Wenn wir ein Foto einer chinesischen Schauspielerin eingeben, können wir wieder jedes beliebige Foto von ihr erzeugen. Hier kannst du sehen, dass all diese Fotos genau wie das Referenzbild aussehen. Hier ist ein weiteres Beispiel. Du kannst diese Frau Yoga am Strand machen lassen, eine Rede halten oder ein Hochzeitskleid tragen lassen. Und auch hier sieht es bei all diesen Fotos genau wie das Gesicht im Referenzfoto aus. Dasselbe gilt für dieses Beispiel unten. Du kannst diesen Mann alles Mögliche tun lassen. Infinite U verwendet Flux als Basismodell. Da ich versuche, meine Videos so anfängerfreundlich wie möglich zu gestalten, falls du keine Ahnung hast, was Flux ist, es ist eins der besten Open Source Bildgeneratoren, die wir zurzeit haben. Ich habe auch ein separates Video dazu gemacht. Jedenfalls zurück zum Thema. Das Tolle ist, dass Infinite U mit allen Varianten von Flux kompatibel ist, einschließlich anderer Checkpoints. Also im Grunde fein getunte Modelle. Du kannst auch eine Tiefenkarte plus dieses Infinite U als Gesichtsreferenz hinzufügen, um das zu erzeugen. Oder du kannst auch ein Pose-Controller-Net verwenden, indem du ein Posenskelett wie dieses hinzufügst. Plus die Infinite U Gesichtsreferenz. Und dann bekommst du das. Wenn du Infinite U mit anderen bestehenden Methoden für Gesichtsreferenzen vergleichst, fällt auf, dass es viel leistungsfähiger ist, was das tatsächliche Befolgen deiner Eingabeaufforderung betrifft. Die obere Reihe ist das ursprüngliche Gesichtsbild. Schauen wir uns die erste Spalte an. Wenn wir die Eingabeaufforderung alter Mann mit Brille, der zu Hause ein Buch liest, verwenden, fällt auf, dass die anderen beiden Methoden wie IP-Adapter und Pulled dieses Gesicht nicht tatsächlich in einen alten Mann verwandeln können, aber Infinite U kann diesen Typen tatsächlich in einen alten Mann verwandeln. Auch diese Frau wurde erfolgreich mit einem Hut in einem Café erstellt. Dasselbe gilt für diese mittlere Spalte. Wenn wir die Eingabeaufforderung Teenager mit Brille verwenden, fällt auf, dass Infinite U das einzige ist, das dieses Gesicht in einen Teenager verwandelt. Und auch diese asiatische Frau wurde erfolgreich mit blonden Haaren in einem Büro generiert. Und dasselbe gilt für die letzte Spalte. Wenn wir die Eingabeaufforderung lächelnde alte Frau, die in ihrem Garten arbeitet, lautet, fällt auf, dass Infinite U das einzige ist, das dieses Gesicht tatsächlich in eine lächelnde Frau verwandelt. Das Tolle ist, dass sie die Modelle bereits für die Nutzung freigegeben haben. Wenn du nach oben auf der Seite scrollst und wenn du auf das GitHub-Repo klickst, enthältst du alle Anweisungen, wie du das auf deinem Computer herunterladen und verwenden kannst. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass das vollständige Leistungsmodell BF16 einen spitzen VRAM von etwa 43 GB erfordert. Ich bin mir sicher,
denke, dass die meisten von euch keinen 43 GB haben, aber sie arbeiten daran, den Speicherverbrauch zu reduzieren und werden bald ein Update veröffentlichen. Als nächstes, diese KI ist wirklich leistungsstark. Sie heißt Occlu Gaussian und kann 3D-Modelle von wirklich großen Szenen wie mehreren Räumen oder Gebäuden nur aus ein paar Fotos des Bereichs erstellen. Hier ist ein Beispiel, wo sie mit dieser Galerie beginnt und man kann sehen, wie scharf und detailliert der Text ist. Das ist wirklich hochauflösend. Sie nimmt im Grunde viele Fotos dieser Bereiche auf und fügt sie zusammen, um dieses 3D-Modell zu erstellen, bei dem du dich so bewegen kannst. All diese Kalligrafie-Gemälde und in dieser Galerie sind wirklich detailliert und von hoher Qualität. Und noch etwas richtig Cooles. Es ist nicht nur auf den anfänglichen Galerieraum beschränkt. Du kannst weiterhin Fotos von anderen Orten wie diesem Flur oder diesem Innenhof zusammenfügen. Alles wie die Tische, die Stühle, die Fenster ist einfach von wirklich hoher Qualität. So kannst du potenziell ein 3D-Modell eines riesigen Bereichs mit unglaublicher Genauigkeit erstellen. Hier ist ein weiteres Beispiel von dieser Kantine. Wiederum machst du im Grunde einfach ein paar Fotos überall in dieser Kantine und dann lässt du sie durch diese KI laufen und sie würde alles zusammenfügen und diese 3D-Szene erstellen. Alles wirklich realistisch und von hoher Qualität. Vermutlich hast du schon OpenAIs Bildgenerator mitbekommen. Dieser Bildgenerator spielt in einer eigenen Liga. Er kann super realistische Bilder erstellen oder Bilder in jeden anderen Stil verwandeln, wie zum Beispiel die Simpsons oder Studio Ghibli, das du vermutlich ebenfalls mitbekommen hast. Nun, kurz nach der Veröffentlichung von OpenAIs Bildgenerator haben wir jetzt einen Open Source Generator, der ebenfalls Infografiken und Text generieren kann und das komplett kostenlos. Also das ging wirklich ziemlich schnell. Lass uns mal ein paar Beispiele durchgehen. Hier ist ein Beispiel für ein Poster für eine Unternehmensagentur. Man kann sehen, dass Business falsch geschrieben ist, also gibt es subtile Fehler auf dem Poster, aber 90% des Textes sind lesbar. Vor allem du kannst es ja in Sekundenschnelle erstellen und du musst nicht den ganzen Text manuell eingeben. Hier sind einige Beispiele, die man sich anschauen kann. So funktioniert das. Die Entwickler verwenden eine Methode namens Layout Guided Cross Intention, um die Infografik zu erstellen. Anstatt das Ganze auf einmal zu generieren, wird die Infografik in mehreren kleinen Abschnitten unterteilt, wie hier, und dann würde für jeden Abschnitt ein Sprachmodell verwendet, um zu bestimmen, was in diesem Abschnitt gehört. Zum Beispiel wäre es hier wahrscheinlich klug, den Titel der Infografik hier mit der richtigen Farbe und Schriftart einzufügen und dann hier drüben sieht man, dass es bestimmt, dass dies ein solides gelbes Rechteck mit einem weißen Rand sein sollte und dann würde es entscheiden, hier drüben etwas anderes einzufügen. Für all diese Komponenten in diesem Layout würde es für jede entscheiden, welcher Inhalt in diesem Bereich platziert wird. Es verwendet also im Grunde dieses Layout-bewusste Aufmerksamkeitssystem, um Texte oder Objekte oder Elemente an die richtigen Stellen einzufügen. Und schließlich verwendet es auch diese Methode namens Layout-abhängige CFG, um jeden Abschnitt zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Layout korrekt ist und das Aussehen mit diesem Algorithmus weiter zu verbessern. Man sieht, dass der Text hier und da vorher aus irgendeinem Grund diesen wirklich hässlichen Schatten hatte. Nachdem es in diese bedingte CFG-Komponente eingesteckt wurde, korrigiert es all diese Sachen. Wenn man dieses neue BizGen mit anderen hochmodernen Bildgeneratoren wie DALL-E 3, Stable Diffusion oder Flux vergleicht, merkt man, dass BizGen in Bezug auf die Generierung von Infografiken alle anderen Modelle übertrifft. Wie erwähnt ist das Ganze Open Source und du kannst das Ganze über Hugging Face oder deren GitHub-Account herunterladen und nutzen. KI-Avatare gibt es jetzt live und in 3D. Alibaba hat diese Woche Tau Avatar veröffentlicht. Damit können realistische 3D-Avatare erstellt werden, die sprechen und sich wie echte Menschen bewegen können. Hier sind einige Beispiele dafür in Aktion. So funktioniert es. Es verwendet mehrere Kameraperspektiven einer Person, um ein 3D-Modell von ihr zu erstellen, das dann in Echtzeit gesteuert werden kann, um zu sprechen und verschiedene Aktionen auszuführen. Hier ist das Originalvideo. My favorite food is probably sushi. I love the combination of flavors and textures. And my favorite activity is definitely cooking and trying out new recipes. What about you?
Do you have any favorites? Beachte, wie genau die Hände und Finger sind und die Art, wie sie spricht und sich bewegt. Das kann in Echtzeit auf mobilen Geräten laufen und sogar 90 Bilder pro Sekunde auf Geräten wie Apple Vision Pro erreichen. Nicht nur das, du kannst auch das Licht des Avatars basierend auf verschiedenen Szenen anpassen. Hier zum Beispiel bei der ursprünglichen Frau kannst du sehen, dass ihr Weißabgleich nicht wirklich mit dem Hintergrund übereinstimmt, aber nachdem du diese Einstellung aktiviert hast, sieht der Weißabgleich nahtlos mit dem Hintergrund dieses Video aus. So funktioniert es. Du musst zuerst mehrere Kameraperspektiven einer Person wie diese eingeben und dann wird im Grunde ein 3D-Netz dieser Person unter Verwendung dieser Fotos erstellt. Diese Daten werden dann durch diese Lehrkomponente geleitet, die im Grunde lernt, wie man das Netz verformt, um verschiedene Posen und Gesichtsausdrücke anzupassen, während sich die Person in Echtzeit bewegt. Diese Daten werden dann durch diese Komponenten gesendet, die im Grunde diese Formationen in ein leichtes Netzwerk schicken, um es schnell auf mobilen Geräten laufen zu lassen. Außerdem kombinieren wir andere Details wie die Körperform und die Kopfform und wie sie sich bewegen. Nachdem all diese Daten zusammengeführt wurden, erhältst du deinen finalen Avatar, der in Echtzeit animiert werden kann. Hier sind einige Beispiele, wie das Ganze detaillierter aussieht und das gleiche auch bei herausfordernden Gesichtsausdrücken. Also es funktioniert schon ziemlich gut. Das war's mit den KI-Nachrichten in diesem Video. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du davon hältst, welche Nachrichten bzw. Tools dir am besten gefallen haben. Wie immer werde ich versuchen, die besten KI-Nachrichten und Tools im Auge zu behalten, um sie mit dir zu teilen. Wenn dir das Video gefallen hat, denk dran, es zu liken, zu teilen, zu abonnieren und dran zu bleiben für weitere Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.